Willkommen im Konzernarchiv der Georg Fischer AG. Die erste Folge unserer neuen Serie handelt von einem speziellen und für GF ungewöhnlichen Objekt. Es geht um dieses Produkt, den emaillierten Gusseisentopfmarke GF aus den 1930er Jahren. 1930er Jahre, Zeit der Weltwirtschaftskrise. GF traf es sehr hart in dieser Zeit, bis zu einem Drittel der Stellen mussten im Laufe der Jahre abgebaut werden. Schon 1929 bei den ersten Anzeichen der Krise reagierte GF sehr rasch und versuchte, die Kundenkontakte zu intensivieren. GF stellte mehrere Reisevertreter ein, die zu den Kunden gingen und in direkten Austausch ihre Bedürfnisse erfuhren, damit die Produktion dementsprechend ausgerichtet werden konnte. Design Thinking avant la lettre. Einer dieser Reisevertreter, der neu eingestellt wurde, war Alfred Dietzy. 25 Jahre blieb er im Dienst von GF und 1955, als er in Pension ging, hinterließ er seine Memoiren, die heute im Konzernarchiv überliefert sind. Ein wunderbarer Bericht über seine Zeit bei GF und eben wie er diese schwierigen Zeiten auch durchlebt hat. Dietzy war sehr oft bei seinen Kunden, vor allem Eisenwarenhändlern, und sah dort diese neuartigen emaillierten Gusseisentöpfe ausländischer Hersteller, die in rauen Mengen in die Schweiz importiert wurden. Ein ähnliches Schweizer Fabrikat gab es noch nicht. Und so schlug er GF vor, dieses Produkt doch in die Produktpalette aufzunehmen. 1933 kamen die ersten GF-Gusstöpfe auf den Markt und wurden mit diesem Katalog beworben. Sie wurden sehr rasch zu einem sehr viel und gern gekauften Produkt und zum Traum jeder Hausfrau, wie das eben auch die eigene Werbung suggerierte. Der Zweite Weltkrieg brachte neue Herausforderungen. Gas wurde rationiert und Privathaushalte mussten von Gas auf Elektroherd umsatteln. GF reagierte und stellte auch seine Linie um und stattete die Kochtöpfe aus für Elektroherd. Zudem wurden Lebensmittel rationiert, wie zum Beispiel Butter oder Fette. GF unterstützte seine Kundinnen, indem es Rezeptbüchlein zusammenstellte, die ihnen half, eben auch mit sehr wenigen Zutaten feine Speisen für die Familie herzustellen. Ja, und innerhalb des Unternehmens schaffte man Synergien. Die Maschinenfabrik begann, Elektroherde, Kochherde zu produzieren, auf denen man eben dann mit den eigenen Kochtöpfen auch kochen konnte. Die Werbung wurde in dieser Zeit nicht nur bei GF, sondern in der ganzen Schweiz in den Dienst einer nationalen Identitätsbildung gestellt. Und so kommen auch die Flyer aus dieser Zeit von GF daher. Man erinnert oder ruft auf zum Kauf von GF-Fabrikaten, dass so eben auch Schweizer Arbeitsplätze erhalten werden können. Ja, durch so verschiedene Maßnahmen und eben auch mit Produkten wie dem Kochtopf kam GF durch diese Krisen. Die ganze Kochlinie blieb noch Jahrzehnte später ein beliebtes Produkt und ein sehr gern gesehenes Objekt auf den Esstischen in den Schweizer Haushalten.